Wie viele von euch habe ich mich am Wochenende in die dritte Tempest Rising Demo gestürzt und den Titel auf Herz und Nieren getestet. Was mich erneut vollauf abgeholt hat, hat aber in weiten Teilen der C&C-Community nicht jeden überzeugt, was die Entwickler vor ein Dilemma stellt. Battle Command Uplink initializing. Stand by. Die dritte Demo zu Tempest Rising ließ uns, nachdem wir im vergangenen Jahr bereits jeweils die ersten Missionen der beiden Kampagnen spielen durften, nun jeweils die zweite Mission spielen. Streng genommen sind wir bei dem Tempo dann auch so in ca. 10 Jahren mit der Kampagne durch. Kleiner Scherz am Rande. Was direkt auffiel, waren lange Cutscenes und ein bereits zum 3. Mal überarbeiteter General der GDF. Gleiches übrigens auch auf Seiten der Tempest Dynasty. Ob diese später ins Deutsche übersetzt werden, ist nach wie vor nicht klar, es sieht diesbezüglich aber eher schlecht aus. Trotz viel Arbeit, die man hier im letzten halben Jahr offensichtlich erneut investiert hat, machen diese Cutscenes an sich einen guten optischen Eindruck, kommen aber zumindest in der kurzen Demo sehr belanglos und generisch daher und fangen den Charme der alten Command & Conquer-Szenen, die stets mit echten Schauspielern dargestellt wurden, zu keinem Zeitpunkt ein. Was man anhand dem Gesehenen aber natürlich noch nicht abschließend beurteilen kann. Aber Obacht, das ist immer noch viel besser als das, was wir in den letzten Jahren so aufgetischt bekommen haben und steckt auch Vergleichbares wie bei Generals locker in die Tasche. In-game scheint sich optisch nichts getan zu haben, auch wenn mir mein erster Eindruck etwas völlig anderes vermittelte. Aber das Material aus den Vorgänger-Demos ist praktisch genau identisch. Auch das HUD ist fast identisch geblieben, lediglich die Icons haben hier und da neue Symbole bekommen. Geschenkt. Größter Kritikpunkt ist hier nach wie vor der viel zu geringe Zoom-Out. In der zweiten GDF-Mission Hornissen Nest wurde uns neben dem Riot Van der Engineer und der Support Beacon vorgestellt. Der Riot Van ist ein Truppentransporter für bis zu 6 Infanteristen, an dem oben eine Antipersonenkanone befestigt ist und welcher mit einer Sonic Shockwave gegnerische Infanterie desorientieren und entwaffnen kann. Im Zweifel fahrt er aber einfach über die Gegner drüber. Der Engineer kann nicht nur wie früher Gebäude einnehmen, sondern auch automatisch im Feld eigene Fahrzeuge kostenlos reparieren, was ihn übrigens unverzichtbar und sehr mächtig macht, sowie Minen entschärfen, was aber in der Praxis wohl niemand nutzen wird und stattdessen billige Infanterie drüber rennen lässt, weil es halt schneller geht und wir hier ein flottes ATS spielen. Zudem kann er einen Wachturm errichten, dessen Sinn ich nicht ganz verstanden habe. Hierauf kann dann jedenfalls eigene Infanterie stationiert werden, die dann wahrscheinlich fürs Erste nicht überfahren werden kann. Aber ob das Gefummel im Eifer des Gefechts genutzt wird, würde ich an dieser Stelle auch hier erstmal mit einem Fragezeichen versehen. Spannend ist hingegen der Support Beacon, der überall auf der Map stationiert werden kann und euch dann in diesem Bereich Gebäude temporär bauen lässt. Eine ausgelagerte zweite Basis ist für die GDF also kein Problem. In der Mission selber musstet ihr zunächst eine GDF-Basis zurückerobern, diese dann reparieren, ausbauen und schließlich die Tempest Dynasty-Basis vernichten, die frontal stark befestigt war, sich aber von hinten problemlos auseinandernehmen ließ. Ich bin drin. In der zweiten Dynasty-Mission, der Informant, musste ebenfalls zunächst ein Stützpunkt zurückerobert werden, um dann einen VIP festzunehmen, den man ganz cool gemacht am Ende noch über die halbe Karte jagen durfte. Einheitentechnisch wurde hier der Boar-Tank sowie der Techniken und als Gimmick der Distribution Mode vorgestellt. Der Boar-Panzer ist dabei streng genommen ein simpler Panzer, der recht günstig zu produzieren ist und einiges einstecken kann. Zudem nimmt er im Gegensatz zu vielen anderen Einheiten auf den Tempest-Pflanzen keinen Schaden. Der Techniken ist das Äquivalent zum Engineer der GDF und nimmt ebenfalls Gebäude ein und repariert Fahrzeuge und Strukturen selbstständig. Im Gegensatz zum Engineer kann er aber auch selbst kämpfen und Minen legen, was zum Beispiel eine Engstelle wie eine Brücke in der Theorie fürs Erste unpassierbar macht. Aber auch hier würde ich mal ein Fragezeichen dahinter stellen, ob das im PvP dann wirklich jemand nutzt. Mit dem Distribution Mode lassen sich eigene Kraftwerke übertakten, die dadurch in Reichweite befindliche Gebäude schneller arbeiten lassen, diese dadurch aber auch konstant bis zur Explosion Schaden nehmen.
Ob man das System mit genug Technikens am Gebäude auskontern kann, konnte ich nicht mehr testen. Soviel also zu meinen Erkenntnissen, aber was weiß ich schon? Ich bin sicher kein Command & Conquer Vollprofi und werde das auch nie werden. Aber hey, für euch reicht's trotzdem. Community Event folgt hier zum Release. Also Abo dalassen und so, damit ihr das nicht verpasst. Denn ein kurzer Blick in die Kommentare zu meinem Livestream und ein durchaus längerer Blick in Reddit offenbaren dann aber noch ganz andere Probleme. So wird nach wie vor die Einheitenkollision bemängelt, die sich ständig am Zielpunkt in einem wilden Durcheinander chaotisch verteilt und auch in Bewegung nicht immer nachvollziehbare Dinge tut. Gerade hier hatte man massive Verbesserungen versprochen, die wohl nicht weit genug gegangen sind. Bemängelt wird auch das lächerliche Größenverhältnis von Infanterie zu Fahrzeugen, die Fußsoldaten wie Riesen wirken lassen. Das war zwar irgendwo immer so in Command & Conquer Spielen, ist aber so krass zumindest mir nie aufgefallen. Generell scheinen vom Balancing her Panzer viel zu stark zu sein, die vor allem im Pulk alles in Sekunden kurz und klein schießen und über Infanterie einfach hinwegrollen, als wären diese nie da gewesen. Im Zweifel dann noch 5-6 Ingenieure dazu packen und man ist gefühlt unverwundbar. Wie genau der Counter dagegen aussehen soll, ist noch nicht klar. Stichwort Tank Rush. Positiv wurde übrigens hervorgehoben, dass das Spiel bereits jetzt ohne Zertifizierung problemlos auf dem Steam Deck spielbar ist. Der größte Kritikpunkt ist aber weiterhin die Tempest Sphere, die komplett deplatziert und albern wirkt. Hierbei handelt es sich schlicht um eine Kugel, die über alles hinwegrollt. Das haben aber wohl auch die Devs erkannt, nachdem das Teil sogar schon auf dem Tempest Rising Discord zum Meme geworden ist und die Einheit zumindest in der Demo mit Abwesenheit glänzte. Was bleibt? Ich bin, wie gesagt, da nicht ganz so anspruchsvoll und kann hier auch über viele Dinge hinwegsehen, denn das, was mir Tempest Rising bietet, ist leider mittlerweile sehr selten geworden. Eben ein flottes RTS mit rudimentärem Basisbau in einem Command & Conquer ähnlichen Setting ohne irgendwelchen Bullshit. Ob das Spiel am Ende erfolgreich ist, wird aber ohnehin ganz klar vom Multiplayer-Modus abhängen, den noch keiner von uns gespielt hat. Nochmal Stichwort Tank Rush. Dem Vernehmen nach soll uns daher vor dem Release dann irgendwann zum Ende des Jahres noch eine Multiplayer-Demo vom Gegenteil überzeugen. Mit der Ankündigung des Release-Termins rechne ich bereits in Kürze zur Gamescom. Ich hoffe ja sehr, dass wir es dann Anfang November auf der Zocker-Lounge LAN rauf und runter zocken können, für welche ich übrigens noch freie Plätze habe, also meldet euch gerne an. In diesem Sinne, EA kann seine C&C-Lizenz weiter mit irgendwelchem Mobile-Müll zerstören, denn echte Gamer spielen demnächst einfach Tempest Rising. SICOM, Code Red. Issue an immediate retreat order to all GDF units in 10 miles. Get our troops out of there. Weapons free. These things fire, fire back. Get our drone fleet in the air and get me a satellite pointed at this. I want to know what the hell we're dealing with. I have reinforcements on their way to you. Pull that base apart.